Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen und willkommen zu diesem Video von mir. Ich hatte euch ja am Ende des Videos über das Arbeiten mit purem Nikotin versprochen, dass ich euch hier jetzt einfach mal sage, was aus dieser Basis geworden ist und wie sie geworden ist. Bevor ich damit aber anfange, möchte ich noch einmal ganz klar sagen, weil das ist scheinbar beim letzten Mal nicht bei jedem angekommen. Es handelt sich dabei nicht um eine Kaufempfehlung für das pure Nikotin von diesem Hersteller. Für entsprechend die Allgemeinheit der Mischer. Ja? Dieses pure Nikotin ist wirklich nur für professionelle Anwender gedacht, ja? Wirkliche Hersteller von Liquid oder jeden anderen, der über das Wissen und die Möglichkeiten verfügt, dieses dann auch wirklich durchzuführen. Für die Allgemeinheit ist das nichts, für die bietet auch dieser Händler was anderes an. Auch der Händler weist mehrfach darauf hin, dass das wirklich so gedacht ist. Ja? Ihr sollt als Privatanwender, der das Ganze nur als Hobby betreibt, bitte nicht das pure Nikotin verwenden und nicht bekaufen, sondern euch die anderen Angebote des Shops bitte angucken. Ja, nur damit das jetzt hier nochmal ganz klar ist, sowohl mir ist das wichtig, dass ihr das versteht, wie auch heilig.com. Gut. Das erstmal dazu. Jetzt kommen wir dann also zu der Basis selbst. Ich dampfe hier gerade, diesmal mal als Variation im Big Buddha, auch mal zu Showzwecken eingefärbt, ja, aber natürlich mit dem guten Brillantblau und dementsprechend Azo-farbstofffrei. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich guter Dinge, was diese Basis angeht. Also sie riecht nach nichts, ja, sie hat absolut keinerlei Eigengeruch. Auch beim Dampfen ist der Dampf absolut geschmacksneutral und jedes Aroma, was man da rein tut, kann sich wunderbar in dieser Basis entfalten. Also rein sensorisch schon mal sehr gut gelungen. Ich habe eigentlich auch mit Heilig den, wie sagen, meinen üblichen Test gemacht, den ich generell schon mal häufiger mit Anbietern aus China und so weiter gemacht habe. Und bevor ich das Ganze bekommen habe, habe ich die einfach mal gefragt, könnt ihr mir mal einen Laborbericht schicken? Bei vielen, gerade chinesischen Händlern, sieht das da so aus, dass die einem ein Sicherheitsdatenblatt schicken. Ein Sicherheitsdatenblatt, ich hatte euch so etwas schon unter das Nikotin-Video gepackt. Ich packe es euch hier auch nochmal in die Infobox, wie das aussieht. Sagt über die Qualität von einem Stoff gar nichts aus. Das ist nur ein Leitfaden, wie ich irgendeinen Stoff zu handhaben habe, damit er sicher ist, ja, und welche Gefahren davon ausgehen und so weiter. Dann über die Qualität sagt das nichts aus. Es ist auch kein Laborbericht. Ja, das kann sich jeder irgendwo bei dem entsprechenden Anbieter herunterladen. Sagt überhaupt nichts aus. Ja, deswegen solche Händler, die euch sowas anbieten als Laborbericht in Anführungszeichen, die würde ich schon mal komplett ausschließen. Ja, bei denen würde ich nichts kaufen, gar nichts. Ja, weil die absolut keine Ahnung haben von dem, was sie tun, oder sie können euch nicht das liefern, was ihr wollt. Ja, an Dokumentation, und das ist so ein K.O.-Kriterium. Bei heilig.com habe ich auf Anhieb das bekommen. Das ist ein sogenanntes Chromatogramm von der Nikotinprobe. Das ist also mit einem Verfahren gemacht worden, das nennt sich Gaschromatographie. Um es ganz kurz zu erklären, das funktioniert so: Ihr habt eine lange Glasröhre, so 10 bis 100 Meter oder sowas, und da wird die Probe zusammen mit irgendeinem Gas reingespritzt, häufig Helium. Ja? Und
Diese Probe braucht als Gas zusammen mit dem Helium eine gewisse Zeit, bis es diese Röhre komplett durchflossen hat. Und zwar braucht jeder Bestandteil dieser Probe eine unterschiedliche Zeit. Ja, mancher ist ein bisschen schneller, mancher ein bisschen langsamer. Und dadurch kann man die Bestandteile der Probe wunderbar ineinander aufschlüsseln. Ja, weil die halt jeder Bestandteil, der sonst irgendwie drin gepappt ist, braucht unterschiedlich lang. Dementsprechend habt ihr hier unten so eine Zeitkurve und daneben sozusagen die Stärke der Peaks. Ja, also sozusagen der Signale, wie viel angekommen ist. Und ihr seht hier genau zwei große Peaks. Das eine ist wahrscheinlich, also vorne dürfte das Helium oder das Inertgas so sein, was da sowieso durchgeschickt werden musste. Und das andere ist vom Nikotin. Ja, das sind die beiden Peaks. Ansonsten habt ihr nur noch so ganz kleine, leichte Signale so rundherum verstreut. Damit kann man wirklich nachweisen und zeigen, dass 99,92% dieser Probe wirklich aus Nikotin besteht und die gesamten Impurities, wie das so schön heißt, also Beimengungen von anderen Begleitstoffen, sehr, sehr gering sind. Was sind diese Begleitstoffe? Das hatte der Dr. Bernd Meyer schon mal in dem Hangout der österreichischen Dampfer so schön erklärt. Das sind Stoffe wie Anabasin, Cotinin, Myosin und sowas. Einfach Begleitstoffe, die in der Tabakpflanze zusammen mit dem Nikotin gebildet werden und immer irgendwie am Nikotin kleben. Ja, es ist einfach technisch nicht möglich, absolut auf die hinterste Prozentstelle hinterm Komma reines Nikotin herzustellen. Ja, ein bisschen Verunreinigung kommt immer mit. Das ist aber per se nichts Schlimmes. Ja, weil auch hier sicherlich die Dosis das Gift macht. Und wenn ihr euch überlegt, dass ihr von diesem fast 100%igen Nikotin ja nur wenige Prozente, ja, so 1, häufig in euer Liquid mischt, wird natürlich auch die Verdünnung dieser Begleitstoffe entsprechend runtergemischt, dass diese also noch viel tiefer fallen. Die werden also auch diese 0,0% von irgendeinem Anabasin oder so, wird ja auch dann nochmal um 100-fach verdünnt. Ja, dementsprechend spielen die nun wirklich keinerlei gesundheitliche Rolle mehr. Wenn ihr, naja, ich möchte nicht Details sagen, wenn ihr ein bisschen mehr über die Stoffe erfahren wollt, ich habe die mal im Zusammenhang mit dieser FDA-Studie, die Pöschke-Langer immer so gerne zitiert, für die Website Wahrheit über E-Zigaretten, mal kommentiert. Ich verlinke euch den Artikel, den ich da geschrieben habe. Da habe ich mal die Sachen so ein bisschen umrissen und auch weiterführende Literatur verlinkt, wenn es euch interessiert. Ansonsten, wie gesagt, es ist nichts Schlimmes, da müsst ihr euch auch eigentlich nicht genauer mit auseinandersetzen. Also wie gesagt, dementsprechend von dem Nikotin her, was ich jetzt beigesetzt habe, was von Heilig.com kam, wurde meine Basis wirklich nicht schlechter. Ja, ich habe jetzt nur noch das PG und VG in Arzneimittelqualität zugegeben und es hat eine wunderbare Basis ergeben. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Basis das ist ja auch nichts anderes, was die nur noch machen müssen. Sie müssen nur noch PG und VG in der gleichen Qualität wie ihr Nikotin dabei geben, um ein entsprechendes Ergebnis zu liefern. Ja, sprich, das eigentliche Totschlagargument für die Qualität ist immer das Nikotin. Des Weiteren möchte ich noch über ein Produkt sprechen, was ich auch noch erhalten habe von Heilig.com, und zwar der Cooling Agent. Das habe ich jetzt auch hier in der Dampfe drin. Und dieses Cooling Agent erzeugt einen Kälteeffekt wie Menthol, allerdings ohne diese
Schärfe von Menthol, wenn ihr versteht. Also ihr habt wirklich nur diesen Kälteeffekt, aber ohne diesen Fisherman's Friend-artigen Geschmack oder sowas, der häufig auch ein Problem ist, wenn man das Ganze mit anderen Aromen mischen möchte, dass diese anderen Aromen von dem Mentholgeschmack so ein bisschen platt gebügelt werden. Stattdessen ist da so ein leichter Minzgeschmack mit bei. Ja, das Ganze funktioniert wirklich gut, auch für Mischungen. Ich persönlich würde mir nur wünschen, dass ich komplett diesen Minzgeschmack auch noch daraus bekommen. Ja, dieser Minzgeschmack ist wieder was, wo ich es nicht mit hinbekomme, so ein wirklich pures, ich sag mal, gekühlte Erdbeerenliquid zu bekommen, sondern ich habe halt auch noch diese Minznote dabei. Wäre die nicht dabei, würde ich das Zeug perfekt finden. So ist es wirklich gut, um kalte Mischungen herzustellen, gerade von Aromen, die überhaupt nicht gut auf Menthol zu sprechen sind. Ja, das könnte also für euch und euer Aromenportfolio sozusagen so, dann noch ein letztes Wort. Ich darf euch von Seiten von heilig.com erstmal Danke sagen für sehr viel konstruktive Kritik, die erstmal an mich gegangen ist, sowohl in den Comments wie auch per E-Mail in verschiedensten Varianten. Und die habe ich dann einfach mal an heilig.com weitergegeben und die waren wirklich sehr interessiert und sehr dankbar dafür, dass da so viel Resonanz kam und wie gesagt auch das konstruktive Kritik. Das haben sich die Leute da also sehr zu Herzen genommen und arbeiten im Augenblick daran, diese in irgendeiner Form umzusetzen. Ja, ihr werdet also in näherer Zukunft weitere Produkte dort finden, auch Veränderungen der bestehenden Produkte, die sich halt darauf fußen, dass ihr und ich sozusagen diese konstruktive Kritik geübt haben, was sie sehr positiv aufgenommen haben. In diesem Sinne danke ich natürlich nochmal heilig.com für die Unterstützung und auch generell den super tollen Kontakt, den ich mit den Leuten habe. Und euch natürlich für die Aufmerksamkeit und eure Mithilfe bei diesem Kanal, in dieser Community, wie auch immer. Man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts trotz